Was ist denn hier los? So Leute, jetzt hier wird mal nicht mehr gepennt, jetzt wird geschaffen. Jetzt wird gearbeitet. Chefe, Warum pennt der da, Mann? was für Arbeit? Das ist die Erholung nach der Arbeit. Verdiente Erholung. Moin. War ein Handshake-Face. So. So, Was geht? Das Triplet ist wieder mal Triplet versammelt. ist am Start und dann gibt es immer Gutes zu berichten. Aha. Denn das Gymhaus, nicht das Home Gym, sondern das Gym Home wurde fertiggestellt. Nein! Du hättest deinen Koffer gar nicht mitbringen Ich bin müssen. mit 260 über die Autobahn aber ich gehalten. sag mal so, der Hildi, der Der Hilti-Koffer hat einen anderen Vibe. ist immer gut, den zu Oh haben. mein Gott, was kommt da mit über 300 Sachen und Lichthupe an? Es ist ein Hilti-Passat auf dem Weg zum Platz. Der Hilti-Koffer ist ein Statussymbol des modernen Mannes. Den kann man auch einfach ohne Füllung mitnehmen. Modernen Arbeit, was besser gesagt. Sergio und ich sind ja die Labertaschen. Kai hat sich überwiegend oder eigentlich 95% um den Umzug gekümmert, die Koordination mit den Handwerkern und den ganzen Rest. Du tust mir leid. Ja, besser wie wenn die mit anpacken, dann ist es nur noch schlimmer. Wir haben auch noch ein neues Tool gekriegt für die Recovery Lounge. Das ist IV-Drips seit neuestens. Auch die Beereninfusionen hier. Halleluja. Dann kracht's da gewaltig nächstes Sind Jahr. die frei verkäuflich? Die sind sowas von nicht frei verkäuflich. Ne, Spaß, sind frei verkäuflich und werden hier auch gut und gerne angewendet. Haben wir beim Umbau bzw. Kai und Sergei auch genutzt und vor allem den Massagesessel wie gerade eben. Aber Markus und ihr vor allem, ihr wartet ja auch jetzt auf den Raum, der so lange versteckt geblieben ist. Gell? Let's go. What's up guys? This is Earth and welcome to my crib. Nice. Aber, das ist der Vorraum. Denn this is Earth, aka the Miracle Bear from Germany, and welcome to my crib. Tschüss. Tschüss, Lan. Tschüss. Da hat man noch mal was aus 8 Quadratmetern gebastelt. Ne? Digga. So sieht's aus. Wir haben es auf jeden Fall, beziehungsweise Alter, du hast selber eine kleine Wohnung hier drin, Ja. Jim. das ist der Traum jedes Jugendlichen, Ja, oder? ohne Scheiß. Kannst Mann. hier fett dir einen reinzocken, kannst mal rübergehen, ein Meal snacken und kannst dann pumpen gehen mit deinen Brüdern und deinen Freunden. Also das ist schon wirklich was Tolles, was man hier erschaffen hat. Heute wird auch die Jungfernnacht, wie sagt man dazu? Heute wird die erste Nacht im eigenen Studio. Deswegen bin ich extra ein bisschen nervös. Ich wollte schon fragen, ob ich hier pennen darf, aber du, Auf jeden Fall. Oder wir teilen uns. Wir Das teilen ist uns jetzt- Sie wissen nicht schlafen wegen so einem Schnarchen. Ja. Dank der Schlafmaske jetzt nicht mehr. Aber es ist die erste Nacht. es ist die erste Nacht und deswegen gebe ich euch jetzt noch eine Roomtour, bevor es hier aussieht wie auf der Müllhalde. Fangen wir draußen noch mal kurz an hier. Weil eigentlich war es ja ursprünglich für die treuen Zuschauer, die wissen es, das war ja der Posingraum. Ja. Oder was heißt war, es ist immer noch der Posingraum. Denn wenn ich aus dem Bett hüpfe, wird direkt mal eine Runde gepostet, weißt du. Das ist Ja, und ganz ehrlich, ich meine, der Posing ist ja trotzdem noch da. Du brauchst ja jetzt keinen riesigen Raum. Das dafür. war eben das Ding, ich habe mir das damals schon gedacht, was mache ich da in die zweite Raumhälfte, hatte ich viele Ideen, aber Gott sei Dank habe ich nichts davon umgesetzt, denn ja, der Wohnraum ist the place to be. Und da ich nicht so viel Posingraum hatte, hatten wir initial die Idee, das Ganze abzuschneiden hier am Spiegel, da ich hier noch den Rücken schön flexen will und mich angucken möchte. Und hier habe ich mit Kai eigentlich die meiste Gespräche geführt und das wurde dann sozusagen als immer noch Posingraum mit paar Extras, wie jetzt so für meine Dreckwäsche dann, die ich dann zu meinem Bruder bringe zum Waschen. Danke dafür, der Waschservice inklusive. Waschbeauftragter. Ja, weiß man ganz genau Bescheid. Ein bisschen was Pflanzlichen, ein Bild. Natürlich Ist das auch eine echte Pflanze oder ist das Plastik? das ist eine echte. Das ist der, Kannst du das mal beweisen und hingehen auf und gar keinen anfassen? Fall. Nee. Ja. Dann mach Natürlich, ich das halt. Das
will sich dran reiben. Hey, die ist tatsächlich echt. Das ist die Palme. Das ist die Palme von Dennis. Sonst ist es. Sonst ist es immer noch der Posingraum. Hier geht's weiter. Und zwar diese Babys sind nicht Geile Pieces. Sind das jetzt die von der neuen? Stange. Das sind die neuen von der Aesthetic Atelier oder Das was? sind die neuen. Die gibt's zur FIBO nächste Woche. Also wenn das Video draußen ist, sind wir in der FIBO-Woche. Und wenn ihr kommt, gibt's das da auf jeden Fall vor Ort. Und natürlich aber auch für alle, die nicht zu FIBO kommen. Ganz klare Sache, haben wir mal wieder einen Drop rausgehauen. Wurde jetzt auch langsam Zeit. Und hier mit den zwei Designern ist ganz cool, weil beides, das eine ist ein Tattoo-Artist, Levi, und das andere ist Hardy. Von dem auch die Bilder sind, die hier, also 3 Gemälde, die hier im Gym hängen. Der Style, den habe ich schon mal gesehen, ja. Voll geil, also ballert richtig. Und natürlich im Schwarz-Rot-Gold-Look mit dem Bären drauf. Und hier was in Schwarz. Ihr seht den Fit, der ist auch muskelbetont, hinten mit dem Rund. Sieht der Rücken auch schön massiv aus. Die Schultern poppen hier ein bisschen raus, also dass man auch casual einen geilen Look hat. So. Ist ganz chillig, ist halt hier auch, weil hier gehe ich raus. Ich habe mir immer die Route schon vorbereitet. Dann gehe ich ins nächste Zimmer, wird Cardio und Stretching gemacht. Dann gehe ich ins nächste Zimmer, dann wird gefressen. Dann gehe ich ins nächste Zimmer, wird trainiert. Und dann fange ich die Runde wieder hier an. Zirkeltraining. Ja, genau. Station zu Station. Ja, modernes Zirkeltraining ist das. Deswegen ist wirklich der Place to be hier. Ja, geil, Alter. Aber ey, du weißt, so ein Bett muss man eigentlich auch vollumfänglich testen. So richtig testen ist ja schwierig, weil, ja, ohne Frau bist du natürlich aufgesprissen. Und deswegen hast du 2 fette Brüder. Und in alten Zeiten. Ey, nicht alle auf Kai, Mann. Das ist unfair. Keine Luft. Ich krieg keine Luft. 200 Kilo. Also die 350 Kilo hält das Bett auch aus. Nee, ey, komm nicht auf die Idee, Mann, Alter. Der 14. Bruder, ey. Digga, was ist das für eine schandhafte Matratze, Mann? Also das ist, Die hebt auf jeden Fall was. dazu erzähle ich jetzt mal was. Tatsächlich bin ich Pionier dieser Emma Performance Matratze. Was ist das Besondere? Wie der Name schon sagt, Performance. Das ist für dicke Jungs wie mich genau das Richtige. Emma hat mich da speziell besonders abgeholt. Ich habe es immer mal wieder bei meinen Influencer-YouTuber-Freunden gesehen. Mit dem atmungsaktiven Kern und dem kühlenden Bezug von Emma sorge ich halt als Bodybuilder für optimales Schlafmilieu. Okay, genug von dem ganzen Gebabbel. Aber hast du jetzt auch schon mal hier Probe geschlafen? Ich würde hier gerne jetzt eine Runde schlafen, sag ich euch ehrlich. Das Schöne bei Emma ist auch, ihr könnt einfach 100 Tage Probe liegen auf dem Ding. Und dann habt ihr, wenn es euch gefällt, noch 10 Jahre weiterhin Garantie auf das Ganze. Außerdem lohnt es sich gerade zuzuschlagen, denn mit meinem Code unten eingeblendet, USPL2, gibt es noch 5% on top. Für alle, die jetzt ihre Schlafqualität aufs nächste Level bringen wollen, sollten mal Emma abchecken und der ganzen Sache auf jeden Fall eine Chance geben. Ach, hier ist so Unterwäsche und so, oder was? Ja, neben dem geilen Bett, mein Slips und meinen Socken. Trägst du die auch privat so im Alltag, die Posings? Ja, auf jeden Fall. Dachte ich mir. Die reißen mir immer schön in meinen Arsch rein. Dann verkaufe ich die immer für 30 Euro an irgendwelche komischen Leute. Genau. Muss ja gucken, wo man bleibt heutzutage. Ja. Bei den Spritpreisen? Ja, hör mir auf. Deswegen wohne ich ja hier. Musst du nirgends mehr hingehen. Das war der Hauptgrund. Ja. Verdammt normal, die Spritpreis. Scheißdreck. Ja, deswegen sage ich ja, musst du die Grünen wählen. Ja. Elektromobilität ist die Zukunft. Ansonsten habe ich hier lustigerweise auch noch ein paar Pflanzen. Wir haben Mona Lifta. Das ist offiziell Mona Lifta. Wir holen jetzt auch noch ein Edding und dann machen wir da ein paar. Ja, du kannst gut zeichnen eigentlich. Mehr oder weniger. Wir malen jetzt einen fetten Bizeps hin. Ich mach was, du machst den Arm. Die steht ja, deswegen dachte ich mir, im Ikea-Video haben wir ja die Mona eingekauft und die steht ja schon hier in der Side-Chest. Ja. Dann müssen wir jetzt aber die Brust schon richtig prall machen. Hier oben mit der Kante, weißt du, die Kante, die jeder haben will. Und dann hier so ein paar Striations. Zieht's hier durch. Hier noch einen schönen Tellernippel. Digga, das sieht aus wie Vandalismus und nicht wie ein Brustmuskel. Ich weiß nicht, was du da machst. Können wir dich nochmal. Lass uns doch über Kai ran. Das ist moderne Kunst hier, das ist moderne Kunst. Ja. So, Kai, mach hier mal den Bizeps hin. Muss dick sein. Hier.
Muss zur Brust anliegen. Fangen wir erstmal mit der Schulter an, auf Dennis Reinhold anliegen. Ja. seht ihr auch Kais Linkshänder? Skills. Ja, der Bruder mit der linken Hand. Die mächtigen Trizeps. Ja, Alter. So eine fette Ader muss da drüber. Das ist die Mona auf Stoff. Ja. Aber es kommt schon witzig. Ja, klar, ist geil. Geil. Ja, jetzt hat die auch die Ader hier. Ja. Eine Ader auf der Stirn auch. So eine Roid-Ader. Ja. Das ist noch die Unterschrift wie jeder Künstler. Hier unten am Eck. Ja. So. Das Ästhetik-Atelier. Bereit für die Versteigerung. Ja. Irgendwann tue ich das verlosen. Also Kunst haben wir auch. Ein Walking Pad haben wir. Da kann ich mich immer abwechseln. Das ist nämlich super bei dem höherverstellbaren Schreibtisch. Hey, aber warte mal, das ist jetzt dein neues Streaming-Gaming-Setup. Erstmal Gaming und dann... Das heißt doch hoffentlich, dass der Zweitkanal wieder reaktiviert wird, So oder? sieht's aus. Da werden jetzt wieder Videos droppen. So. Deswegen, wenn ihr Bock habt, verschiedene Themen. Ich krieg viel zu meiner Dehnroutine. Ich krieg viel zu so, ich soll mal so eine Top-Tier an Übungen machen für mich selber. Ihr kennt das vielleicht schon bei anderen gesehen. Irgendwie so Top-Tier für Brust oder Rücken. Ja, und solche Videos kann ich da bringen. Wenn ihr Bock habt, dann schreibt es in die Comments rein, was ihr da sehen wollt. Es werden eher so die Side-Topics daneben unseren längeren, geilen Videos auf dem Hauptkanal. So. Aber auch coole, auch so Q&As, wie sich so ein Posing-Slip anfühlt, wenn man den alltäglich Ja, genau, trägt. wie man den schön hoch stramm reinzieht. Es werden sicher noch Anpassungen kommen, wo ich dann, deswegen penne ich auch hier so, wo ich dann jetzt merke, okay, morgen früh sage ich, du Jungs, wir müssen das ändern, einfach fürs Wellbeing dann. Jetzt stimmt zumindest mal die Optik, die wird dann irgendwann nicht mehr stimmen, außer es wird Mona kommt von der Decke und fängt hier an zu putzen. Das heißt, Kai muss dann regelmäßig vorbeikommen und für den Rechten sorgen. So. Ja, auf jeden Fall, das machen die Jungs ja eh. Deswegen, ja, das ist hier so der Part. Aber neben dem Schlafen und neben dem Zocken wollen wir ja auch fressen und vor allem auch trainieren. Im Training hat sich nicht so viel geändert, was die Gerätschaften angeht. Oh, die Mikro nicht mehr auf dem Boden. Nee, tatsächlich hat dies vom Erholungsraum, Recovery-Raum hier in die Küche geschafft. Und wir haben hier die Basics da. Morgen früh kommen dann noch oben Reiskocher. Ich muss gerade lachen, ja. Reiskocher, Airfryer und Kaffeemaschine. Hört mir, also ich liebe euch ja echt dafür, dass ihr mir solche Romane hinschreibt, aber jetzt habe ich 50 DMs mit 50 anderen Kaffeemaschinen oder weitaus mehr noch. Deswegen lasst euch überraschen, wahrscheinlich kommt da irgendeine Kapselmaschine hin und gut ist. Was ist denn der Stand mit deiner Kaffeemaschine? Ja, die ist, ja, also nach 3-stündiger und 1 Kilo Bohnen habe ich da verbraten. Habe ich gesagt, komm, leck mich am Arsch, muss man ganz klar sagen. Kann sich der damit rumschlagen. Der trinkt Gott sei Dank keinen Kaffee. Wir haben ja auch noch jede Menge Booster, die wir uns ballern können. Deswegen ist scheißegal. Einen Kaffee kann ich dann irgendwo rausgehen trinken. Was haben wir hier? Kurzer Schnelldurchlauf. Wir haben trotzdem noch ein Kochfeld, um ja ein bisschen Chicken zu machen oder so. Aber ich bin eher Reiskocher und Airfryer-Fan. Dann haben wir hier die Pfandflaschen, wir haben hier Küchentücher, wir haben hier Meal Prep Boxen natürlich, 6 Stück an der Zahl. Wir haben ein Mikro, was auch eigentlich das essentielle Gerät ist. Wir haben unten Wasserkocher für Haferflocken, Reispudding oder so, aber mache ich eigentlich auch viel in der Mikro. Hier haben wir noch das Trainingsequipment, das kommt dann rüber. Man hat hier ein bisschen Besteck, falls mal Gäste kommen. Falls mal Gäste kommen, ist auch immer so ein Running Gag hier. Das Upgrade zum Holzbesteck, das daneben liegt, das Ja, gibt's so. davor nur. Das haben die Bauarbeiter hier genutzt. Habt ihr, als ihr geschafft habt, habt ihr das hier verwendet. Ja, und Wasser. Auch wieder eine Pflanze. Und jetzt beim Seminar habe ich so eine coole Vegeta-Figur bekommen. Vielen Dank an der Stelle an meine lieben Schweizer. Und ja, ansonsten, hier hat sich nicht viel verändert. Hier ist immer noch der Supplement-Schrein. Der wird natürlich ausgebaut. Ich habe aber noch Stauraum im Lager. Da sind dann Sachen wie Reispudding, die ganzen Ways und so. Das ja, hole ich dann immer raus, was ich halt jeweils brauche. Dusche, Toilette ist da. Tisch ist da. Der Wohnzimmer
Vibe, beziehungsweise der Esstisch-Vibe ist da. Auch noch eine Pflanze, Kakteen. Also die Jungs haben mich hier mit Pflanzen versorgt. In 3 Wochen rufe ich an und sage, okay, die sind alle verreckt. Ja, ist doch nice. Dann lass uns einen Pre-Workout gönnen. Gar kein Fall. Und ich, Nee. Wie? Das halten wir uns heute bis Post-Workout-Meal fest. Meine Brüder, da kannst du vergessen. Also ich rechne mal hoch. Wir haben jetzt 50 Meals in dem Kühlschrank drin. Aber wenn du die zweimal anguckst und mich mit besonders noch inbegriffen, da müssen härtere Geschütze aufgefahren werden. Also das gibt es heute Post-Workout. Da werden wir beide essen. Aber wir gehen jetzt noch woanders hin. Und dann gibt es richtig Fleisch. Sind wir hier richtig beim Sofra Grillhaus? Das riechst du doch schon. Alles klar. Hallo? Hallo Jungs. Baba-mäßig, der Eierlandbrunnen. Bestes Grillhaus in Heilbronn. Kann man das aufmachen und da den Mund runterhalten? Ja. Dankeschön. Jawohl. So, bitteschön. Jetzt brauchen wir ordentlich Fleisch. Hier sind wir richtig. Hallo. Grüß Gott. Die Jungs haben Hunger mitgebracht. Wir müssen ja dazu sagen, dass Sergi sich seit knapp 2,5 Monaten auf No Carb befindet. No Carb. Ja, der isst wirklich keine Kohlenhydrate. Und schmeckt jetzt richtig gut ab. Also bis nächste Woche zur FIBO ist er immer noch nicht warm. Aber Bis nächstes Jahr FIBO bin ich dann soweit. safe. Hier können wir durchstarten. Das haben wir ja früher mal gemacht. Die Jetzt FIBO das Prep, war, gell, haben wir das war so die Zeit, dass wir so im Januar, Februar haben wir angefangen mit dem Summer Shred. Dann haben wir jeden Tag 100 Gramm Carbs gegessen. Weißt du das noch? Mit so Ja. fette Salate gemacht und so. Haben Bis wir zur 100. Freibad-Saison waren wir dann ready. Ja, das war nice, weil FIBO war dann so immer im April, Mitte April. Ja. Da sah man dann schon gut aus, aber dann richtig shredded war man im Freibad. War dann eine Freibad-Saison Auftakt ab Mai. Ja. War das schon saftig. Ja, aber dann ja, hat bei mir der Balk irgendwann sich durchgesetzt. Ich habe dann 3 Jahre durchgebalgt. Und so geht's jetzt weiter. 4-mal frische Eier. Ja. Gerne. Und noch Cola Zero. Und Cola Zero noch eine. So. Danke. Mit Pommes oder Reis oder beides? Reis. Nur mit Reis? Reis. Ja. Dankeschön. Der gute türkische Reis, wo davor erstmal 2 Butter, ganze Butter, Ganze Klötze. Klötze reingeschmissen werden. Ich hatte einen türkischen Kollege, der hat immer gesagt, Bruder, ich esse nur Huhn und Reis, wie du es mir gesagt hast, aber irgendwie, und ich so, ja wie, was für Reis isst du denn? Ja den, was meine Mutter macht. Und dann war ich schon, boah, und wahrscheinlich das Huhn auch von dem Arm. So dann richtig frittiert in der Pfanne so. Aber schmeckt halt überlecker. Ja, schmeckt geisteskrank. Butterchicken. Schon mies, wenn man jetzt Low Carb machen muss. Beschreib mal. Ich bin mal so fly. Ach Sergi, komm, ein bisschen Brot. Ich bleib stramm. Aber Markus, beschreib mal so in einem Satz, wie das Brot so schmeckt, wenn du da reinbeißt. Das war, geil. das war ich immer in der Vorbereitung. Das hast du mir auch gesagt. Mal dran riechen. Ich habe immer dran gerochen, keiner weiß es. Früher haben wir immer in dieser besagten Summer Shredding Diät, haben wir immer so eine ganze Gurke manchmal aus dem Kühlschrank genommen und dann nachts reingebissen, wenn man Hunger hatte. Übergeil. Und richtig viel Tee haben wir getrunken und so. Diese ganzen Grüntee haben wir uns auch Klassiker immer hat man gemacht, gell? mitgemacht. Ja. Oh, das sieht aber gut aus hier. Jawohl, danke dir. Top. Danke. Danke. Zero. Machen Sie ein Glas? Ne, passt so, danke. Immer gut, ja. Baba. Kannst du Ayran aus dem Brunnen. Bisschen groß. Ja. Kalitschinskis, die brauchen 2 Tische. Meine Mom holt auch immer den Beistelltisch bei Weihnachten und so. Guten Appetit. Was esst ihr heute, Jungs? Milch ist es. Ist auch Jufka-Brot vielleicht? Ein Ist jemand Jufka-Brot? bisschen gerne, danke dir. Boah. Ja, das sieht auf jeden Fall. Also da würde ich mal sagen, nicht lange schnacken. Rein da. Auf die Plätze, Ich fertig. finde ja das am geilsten. Ja, das Chicken. Chicken ist brutal zart. Sehr zart hier. Probieren, Markus. Das ist der Hammer. Der Hammer. Ich merke schon, seid nicht zum ersten Mal hier. Kai schon, ja. Ich auch. Ich hab diese Stempelkarte ist schon fast voll bei mir. Guten Appetit. Danke. Boah, Unbelievable. richtig gut.
Ja. Wunderbar. Ja, hier. Bitte schön. Geil. Also, Sergej, mal gucken, wer hier mehr verdrücken kann. Mein Favorit. Hier schön zart. Schmeckt nicht nach Lamm, also nicht so erbig und nicht so nach Stroh, sondern ganz frisch, saftig, einfach nach leckerem Fleisch. Meine Top 2 sind die Chicken und Adana, ganz klar. Der Hackspieß mit Reis. Unschlagbar. Bisschen von der roten Soße, die ist Baba. Wie hier. Dann rein da. Bismillah, rein damit. Jetzt wirklich Platz fast, Alter. Wie ist bei dir, Kai? Auch gut gesättigt. Und lecker. Kai hat erfolgreich den Salat nicht gegessen. Nee. Der war auch mit auf Tisch. Kai hat die ersten 20 Lebensjahre kein einziges grünes Stück Nahrungsmittel gegessen. Ja, Mann. Wir haben dieses Ding ganz schön zerfetzt. Ja. Der Rasen hier bleibt noch ein bisschen über, aber. Ja. Nicht nur Deko. Fleisch und Kohlenhydrate so. War ein guter Pre-Workout-Snack. Jetzt machen wir uns gleich wieder auf ins Gym. Die Brüder verlassen mich. Und wir haben noch eine Einheit zu erledigen. Deswegen würde ich sagen, Ich weiß schon, wie deiner aussieht. ja, Ins Bett. das Bett einweihen. Ohne Scheiß, nach der Platte, Alter, wie viel du gegessen hast, als ob du jetzt noch trainieren kannst. Ja, safe. Ich muss auch noch Legs machen. Aber das ist Der im Gym ist, hat der wieder Hunger. eine andere Story. Ja, safe. Steht der wieder vom Prep mal Meal-Kühlschrank und schaut sich die Gerichte an. Oh. Aber werden wahrscheinlich keine übrig sein, weil wir wieder welche mitnehmen werden. Ja, ist echt lecker. Das sind Eier für den Salzgehalt, für den Punkt. Das könnte eine neue Pre-Workout werden. Ayran. Ja, scheißt du die komplett ein auf der Beinpresse. Aber es ist nur so sprudelt. Laktoseintolerant. Oh. So wie zu dem Hahn kommt es dann auch da bei dir raus. Nur Kakao. Mann, ey. Ja, noch eine Kleinigkeit gab zum Chef. An der Stelle auch vielen Dank. Und kann man auf jeden Fall empfehlen, das Softfly Grillhaus in Heilbronn. Ja, haben wir jetzt auf jeden Fall noch einen Chai bekommen. Und wie man sagt, das ungeschriebene Gesetz, man lehnt keinen Tee ab. Und deswegen trinken wir jetzt noch einen Tee. Ich glaube, der hat auch gut Koffein, deswegen. Zur Aufteilung aussehen. Wir haben hier 4 Stücke vom Baklava. Ja, also 3 für mich und 1 für Kai. So hätte ich auch gesagt. Markus muss schon auch 4 probieren. Stücke, 3:1, so Ja. hätte ich auch gesagt. Das ist eine faire Verteilung. Nach aus seiner Mathematik. Ja, der ist halt auch zu krass, der ist hier von selber gemacht. Wächst mir schon schwarzer Bart. Boah, maßlos überschätzt. So stark bin ich noch nicht. So stark bin ich noch nicht. Aber Comeback stronger. Was steht denn an heute? Heute steht Arme und Beine an. Ja, tatsächlich. Ich bin ja gerade noch in meiner Erholungsphase. Noch ungefähr bis Mitte, Ende Mai, denke ich. Ungefähr. Aber wie ich schon mal gesagt habe, der Körper dirigiert jetzt und nicht mein Kopf. Und solange der sagt, gerade läuft es wieder gut nach oben, lassen wir ihn dirigieren. So, jetzt genug von den Floskeln. Ich mache Arme und Beine heute. Ist auf jeden Fall ein untypischer Split. Ich finde es ziemlich geil bis dato. Ist noch ungewohnt. Ich habe früher schon von 2017 bis 2019 habe ich einen Upper-Lower-Split gemacht. Also sehr hohe Frequenz. Oberkörper, Unterkörper immer so im Wechsel. Jetzt mache ich sowas Ähnliches, aber ist auch ziemlich cool. Und ich nutze die Phase gerade einfach. Ich sage ja immer, man lernt nie aus. Und
ja, ich bin da viel in Kontakt, gerade auch mit Daniel Kubik, kennt vielleicht der ein oder andere, Natural Bodybuilding Weltmeister, und mit dem arbeite ich gerade einfach so ein bisschen, macht Spaß. Ja, man kann von jedem lernen, das ist immer so das Ding. Egal, ob ich mit einem Jay trainiert habe, der Volumen geknallt hat ohne Ende, oder einem Dorian Yates, der super intensiv trainiert, habe ich mir so gedacht, warum beschäftige ich mich nicht mehr mit den Naturalsportlern, die eben nur den Hebel Ernährung und Training haben, was ziemlich spannend ist und was ich damals auch ziemlich viel gemacht habe. Aber ja, das machst du so in deiner aktiven Wettkampfphase oder in der Vorbereitung, willst du dann immer nichts probieren, weil das ist dann zu risky, also denkst du dir in deinem Kopf. Aber ich habe jetzt den Split, den Dennis und ich bisher jetzt gemacht haben, eigentlich die letzten 3 Jahre so gemacht, und der hat schon gut funktioniert, aber ich gucke mir auch immer gerne andere Sachen an. Das kann ich euch immer auch ans Herz legen. Immer versuchen, über den Tellerrand auch zu schauen, andere Dinge sich mal anzuhören, anzuschauen, auszuprobieren. Wer sich nicht weiterbildet, der bleibt stehen. Das ist irgendwo Stillstand. Und deswegen, ja, machen wir das Programm. Tatsächlich ist das eigentlich ich würde schon sagen, meine Nummer 1 Trizepsübung. Die habe ich 2021 habe ich die von Joe Bennett, von dem auch zufälligerweise die Calves sind hier, diese Schlaufen, habe ich die gelernt. Ist schon absolut geil, weil du kannst theoretisch auch so am Kabel irgendwie machen und dann hier so rausdrücken, aber ich habe ja schon mal in einem Video mit Stefan gesagt, wo er mich da so am Kabel hingestellt hat, habe ich gesagt, ich spüre das nicht, wenn die Ellbogen hier oben sind. Wenn die aber hier sind und ich so rausbolz, sieht man ja auch im Trizeps. Das siehst du hier, der Winkearm der Frau. Da kriege ich ultra geilen Zug drauf. Deswegen habe ich das für mich hier so umgestellt. Und profitiere dann auch eben davon. Ich sage immer so, manche Übungen, da geht es nicht so um Gespür, die musst du einfach ballern. Aber was ich für Arme rausgefunden habe, ist schon eine gute Connection zu der Übung, ist Gold wert. Ich kann die eigentlich noch ein bisschen länger stellen. Da geht was. Krafttechnisch ist aber tatsächlich ganz verschickt. Körper ist ganz verschickt, sage ich euch. Ich habe mich immer daher gebolzt, daher geschindet. Wie der allerletzte. Und jetzt gebe ich meinem Körper bewusst Ruhe. Habe die Entzündung aus meinem Körper gebracht. Jetzt mache ich da irgendwie 7 Scheiben auf der Hackenschmidt. Curl hier die 28er. Ja, es sind alles neue PRs. Man muss ja bedenken, ich habe jetzt Seminar gehabt mit Rühl in der Schweiz. Und da hat er mich drauf gebracht und ich habe das erste Mal darüber nachgedacht, dass ich ja seit 2016 bis auf 2017 und 2020 10 Jahre Wettkämpfe durch, Frühjahr, Herbst geballert habe. Mir selber ist es gar nicht so vorgekommen. Es war immer so zack, abhacken, nächster, zack, abhacken, nächster. Also ist schon krass. Umso heftiger auf einmal die Nachrichten, die man kriegt. Wie
wie vital und wie frisch und wie glücklich man aussieht. Und wie ich nie dachte, dass man das so krass sieht oder merkt, den Unterschied. Also so von eigenen Kreis, so meine Mama und so, wisst ihr ja, die checkt sowas immer direkt, aber so, dass auch ihr wirklich als Fans, Zuschauer, Community sowas entdeckt und sagt, ey, egal was du gerade machst, mach weiter so, weil das tut dir anscheinend gut. Das ist auch eine coole Bestätigung, also danke dafür. Das ist auf jeden Fall bekräftigend. Ich weiß nicht, ob ihr den Sound hört, aber die Boxen sind im Studio wieder aktiv. Richtig geil. Das Surround System. Also normalerweise kann man hier nochmal ein bisschen lauter aufdrehen und kannst in jedem Raum andere Musik hören. Ist auch ziemlich cool. Weil, die ist unabhängig voneinander. Ja, genau. Ja. Das ist ziemlich nice. Weil jetzt auch endlich WLAN da ist für die Bude. Also sprich, wenn ich morgen früh aufwach, dann kann ich schön meinen Wecker aufs ganze Studio stellen und dann mit irgendeinem geilen Beat reinstarten. Ja, bin jetzt echt mal gespannt, wie die nächsten Wochen werden. Ich meine, wieder ironisch eigentlich, aber so viel wie jetzt ansteht, auch die kommenden Wochen von amerikanischen Gästen hier in meinem Zuhause, kann ich dann sagen. Und dann zu Hause bis hin zu, eigentlich bis Ende Mai, jedes Wochenende on the road. Ja, ist gar nicht so viel effektive Zeit, wo man hier ist, aber richtig effektiv geht es dann ja zum Beginn der Off-Season auch weiter. Das ist auf jeden Fall was, wo ich mich auch schon mies drauf freuen werde. Aber jetzt versuche ich halt die ganzen anderen Geschichten, die sonst im Leben anstehen, auf die Kette zu kriegen, die ich die letzten Jahre ein bisschen vernachlässigt habe. Kann man ja auch mal Real Talk reden. Durchs ganze Wettkampfathlet sein und Bodybuilder, Profi-Bodybuilder. Auf dem Niveau zu sein, das hat schon viel abverlangt. Deswegen, ja, wird spannend auch. Ein Jahr des Umbruchs. Ein Jahr der Veränderung. Wie jetzt der Glückskeks-Spruch sagen würde, Alter. Aber jetzt scheißen auf Glückskekse und machen den Beinbizep. Weißt du, denn nur mit einem brutalen Beinbizep, der richtig raushängt, kannst du den Olympia gewinnen, Urs. Und das müssen wir uns holen. Mann, bin ich stark geworden. Ich bin so stark. Oh. Viele haben mir wegen so Arnold-Split geschrieben. Ich wusste selber gar nicht, was das ist. So auch so eine Kombination aus Brustrücken und so. Und ich sag ganz ehrlich, wenn ihr da richtig Bock drauf habt, wenn ihr ins Gym geht und euch denkt, geil, heute fetzig Brustrücken und das weg, go for it. Ich bin da mittlerweile gar nicht mehr, war ich aber auch nie, irgendwie judgy. Ich habe letztens auch einen Kommentar gelesen, wo einer gesagt hat, ja, aber Urs hat doch die ganzen Science-Leute immer verpönt. Vorhin habe ich euch noch erzählt, dass ich 3 Jahre einen Oberkörper-Unterkörper-Split gemacht habe, bevor der im Hype war. Oder der ist ja gerade so in den ersten Hype gekommen, besser gesagt. Und das ist, ja, das ist deswegen auch nicht weiter schlimm, wisst ihr. Also ich bin da eher einer, der sich abfuckt darüber, wenn Leute einfach lasch trainieren und nicht Gas geben. Das ist so das, wo ich sage, das ist mit das Wichtigste. Deswegen ist Split eigentlich scheißegal. Sucht euch einen aus, der in euren Lifestyle passt. Zum Thema Splitaufbau, gerade für alle Jüngeren, die zuschauen und die nicht wissen, Muskel einmal, zweimal die Woche. Geht auf die Erkundungssuche, macht mal einen 5er-Split.
über 3 Monate, macht mal einen Vierer-Split, macht mal Oberkörper, Unterkörper, so. Natürlich nicht sprunghaft, nicht jede Woche was anderes, ist klar. So ein Vierteljahr braucht man schon, um ein Fazit zu ziehen, ne? Ja, macht mal ein Vierteljahr und dann wird es euer eigener Körper euch sagen. Entweder es ist alles viel zu viel oder es ist zu wenig. Ich habe gemerkt, so 5er-Split ist ultra geil, aber wenn ich montags Brust mache zum Beispiel, ist meine Brust spätestens, wenn ich die richtig paniere, ist die am Donnerstag wieder fit. Aber da hast du immer noch Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Und da finde ich, kannst du dann nochmal einen Reiz setzen. Und so kann man sich das dann kreieren und gestalten. Ist auch cool wie jetzt, so wenig Volumen, oder was heißt wenig, aber das Volumen so zu verteilen. Das ist ja, ich mache ja jetzt nicht nur irgendwie 5 Sätze Beuger oder so, sondern ich mache halt heute 5 Sätze, aber dann in 3 Tagen wieder 5 Sätze so. Und dann addiert sich das auch zusammen. Also ist im Prinzip das gleiche Volumen, wie ich davor gemacht habe, nur anders verteilt. 2 Sätze hier, 2 Sätze Beinpresse, 2 Sätze Adduktoren und finito. Heute echt durch. War ein langer Tag mal wieder. War ein langer Tag. Aber ein produktiver Tag. Und darum geht's im Leben. Du wirst gut schlafen können. Boah, ich werde Knockout sein. Das ist ein bisschen beunruhigend, wenn man sein eigenes Knie hört. Knackt es? Meinst du? Ja, geht schon. Geht schon. Muss wieder ein bisschen geölt werden. Aber das Coole an diesem Trainingsplan ist auch, ich habe schon das Gefühl, da ist die Gefahr, was Verletzungsrisiko angeht, minimiert. Weil das ist schon das Erste so, dass ich aktuell noch penibler bin mit meiner Technik, die auch noch mal ein bisschen resette, ein bisschen umstelle. Dafür ist so eine Phase wie jetzt auch sehr, sehr gut. Einfach Technik noch mal perfektionieren. Und dann wieder Gewichte steigern. Und zum anderen auch noch mal den Übungspool zu variieren. Also wirklich die Übungen zu machen, wo man keinerlei Verletzungsproblematik hat oder Schmerzproblematik. Ja, komm, pack mal eine mal noch drauf. Okay. Hey, wenn man Sternchen sieht, das ist doch immer... Ich habe die Artemis 2 an mir vorbeifliegen sehen. Junge, Junge. Zum Abschluss noch die Adduktoren. Dann sind wir durch. Ey, kriegst du da eigentlich noch Muskelkater bei den Adduktoren? Weil du trainierst die mal so schwer und so... Ja, safe. Kriegst du? Ja. Was mich am meisten nervt, ich bin ja gerade zum Dehn-Guru geworden. Ich bin ja echt viel am Mobility und Stretching machen.
Und das viel auch am Priorisieren. Und dann machst du ein schönes Beintraining, schmurgelst die Adduktoren weg. Und dann am nächsten Tag ist deine Dehnung so. Aber das kennst du ja nicht, weil du keine Beine trainierst. Doch, ich trainiere Beine. Bloß Aber halt wie? bloß halt nicht mit 9 Platten, sondern mit 2. Power! Das Schöne ist, wenn man, ich nenne es jetzt mal zu Hause, wenn man zu Hause ist, man kann einfach kurz in die Küche laufen. Warte mal, wohlgemerkt zwischen dem Satz einfach so. Zwischen dem Satz, vor dem letzten Satz, gehe ich jetzt in die Küche und mache mein Post-Workout-Meal. Dafür einfach Mikrowelle auf. Meal für 8 Minuten stärkste Hitze rein und fertig. Was haben wir da? Kapau. So sieht's aus. Athletline, geile Nährwerte und alles, was man braucht. Prep my meal, baby. Da kannst du aber auf jeden Fall, kann die Zombie-Apokalypse kommen. Ich weiß schon, wie oft ich das Ding benutzen werde. 0 Mal. Ich finde die Athletline halt geil. Da kannst du immer jetzt entscheiden, gut, was bin ich? Bin ich jetzt Bodybuilder? Bist du nicht. Aber so, was ist dein Ziel? Jetzt ja abnehmen, zunehmen, Low Carb, High Carb und dann halt auf dein Ziel basierend deine Mahlzeiten wählen. Deswegen gibt es bei mir Pad Krapau und Pizza. Nee, aber was ich wirklich sehr empfehlen kann und was auch echt gut ist, 57 Gramm Eiweiß, die Thunfischpizza. Das ist für mich krass. Ihr seht ja schon, hier war alles voll mit Pizza, da unten war alles voll mit Pizza. Ja, du hast Kai 3 Stück noch mitgegeben, Ja. hab ich gesehen. Kai hat sich auch noch eingedeckt. Aber wenn ich 3 auswählen müsste, dann natürlich Pad Krapau, aber ist auch, weil ich es mitgestaltet habe. Und auf Platz 2 die Pizza. Und Platz 3 muss ich sagen, ohne Scheiß, richtig geil. Proteinpenne mit Bolo. Das sind meine Top 3. So sieht's aus. Könnt ihr bei Prep bei mir abchecken. Code Polacco für die besten Rabatte. Wir machen jetzt den letzten Satz. Gut, wir sind fertig. Hier und der Ronny muss hier nach dem Training muss ich auch das L-Glutamin nehmen noch. Mein L-Glutamin und mein Magnesium. Magnesium. Chrom nehme ich auch noch. Ja, Aha, das war der Ton. auf den wir gewartet haben. Darf ich? Ja, aber pass auf, das ist sehr heiß. Deswegen lasse ich dich rausholen. Ist sehr heiß. Ich würde sagen, das lasse ich mir schmecken. Das war's mit dem heutigen Video. Für maximalen Support gebt einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Wäre mega cool. Wäre ich euch sehr dankbar. Können wir weiter auf jeden Fall jetzt geile Videos liefern. Ich bin fertig für heute. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Adios, amigos.